Wie man hört, läuft im Standgas affengeil. Und jetzt, komm mal hier, komm mal hier. Buchfans, hey, wir sind wieder zurück und an alle ein frohes neues Jahr natürlich. Ich hoffe, ihr habt das alles gut überstanden. Alle Finger noch da, ne, mit Silvester, viel gegessen, also jetzt wieder in die Sportschule und wieder ein bisschen weniger Gewicht, weil dann gehen die Mofas schneller, ja? Wir selber auch wieder angefangen. Okay, gut. Jungs, was haben wir heute? Ja, wir haben eigentlich eine sehr schöne Sendung mit einer kleinen Überraschung drin. Also, fangen wir mal an. Wir haben in Zusammenarbeit mit einer von unseren Lieferanten haben wir eine neue Zylinderset. Power One. Also, auf die Seite. Weil, das ist nicht mehr drin, es ist schon eingebaut hier an meine eigene Playmobil-Buch, also meine Tourpony. Man sieht schon, Mann, das ist eine große Zylinder. Ja, stimmt. Und Kopf ist dabei? Ja, Kopf ist dabei. Alle Dichtungen? Ja. Kolben? Ja. Da komme ich noch drauf zurück. Und was ist also im Set? Jungs, mal seriös. Ein Super Maxi Layout oder Monza Zylinder. Oh, super geil. Ein Kopf ist dabei, auf Maß geschneidert. Also, das heißt, optimalisiert schon vom Lieferant aus. Also, auch wieder in Zusammenarbeit mit uns und unsere Haustuner, der Kleintuning. Was ist weiter hier am Motor verbaut? Weil das ist natürlich auch wichtig, ne? Wir haben das hier getestet mit 15er Bing, 15er Ansaugstützen. Na gut, ich fahre eine PVL natürlich, eine Innenrotorzündung und wir haben eine Claw-Kupplung verbaut. Und da sind die Feder eigentlich nicht ganz eingedreht. Ich wollte das für die Straße natürlich ein bisschen nicht zu viel Hitze drin haben. Also da muss man die Kupplung nicht zu weit, die Feder auf jeden Fall eindrehen. Gut, und da ist eine, was ist für eine Kurbelwelle drin? Ich glaube eine Yacil, so eine Evo, altes Modell. Zündkerze, eine B8. Immer gut bei 70 Kubik, weil, natürlich wichtig, das ist eine 70 Kubik Zylinder. Die kommen auch noch in 50 Kubik, aber das dauert leider noch ein halbes Jahr. Die kommen hoffentlich im Sommer. Was haben wir gemacht? Zylinder eingebaut, mit Kolben, die dabei war, Kopfdichtungen, alles wie normal, sauber gearbeitet natürlich. Und wir haben Probe gefahren. Und in Probefahrt war das eigentlich nicht so gut. Anzug war ziemlich gut, aber Endgeschwindigkeit, ich fahre 15,48, also keine 15,45, ich will immer etwas mehr Drehmoment und Geschwindigkeit versuchen wir immer aus unserer Drehzahl zu holen. Ne? Also wir versuchen immer maximales Drehzahl aus unserer Zylinder zu bekommen. Okay, gut. Aber dann Führers 55 km/h. Ist das gut abgestimmt? Ja, war gut abgestimmt. Düse 68 drinnen mit Luftfilter. Natürlich abgesägte Kante hier im Rahmen. Und das ging eigentlich, war das nicht so gut. Ne? Habe ich mir die Kolben angeschaut und das Original, was dabei war, war eigentlich nicht gut. Haben wir von unserer Haustuner jetzt, also diese Sets, die sind jetzt im Shop, haben wir unsere Kolben tunen lassen. Habe ich überlegt, habe ich gesagt, Arnold, der heißt Arnold, habe ich gesagt, was kann da los sein? Er hat gesagt, es bekommt einfach zu wenig Benzin, also es hat keinen Durchlauf. Also Anzug, wieder gesagt, 70 Kubik Anzug, also gut. Ne? Man muss natürlich kein 140 Kilo wiegen, aber normalerweise ist das super. Was haben wir gemacht? Der Arnold hat hier am Einlass das Kolbenfenster hat er um fast 3 mm gekürzt. Und das ist auch kein normaler Kolben, das ist eine Barrikit-Kolben mit einer sehr dünnen Kolbenring von 1 mm. Ja, eigentlich ist das fast ein Rennkolben. Ne? Und da ist noch ein klein bisschen hier, bei den Überströmen, ist auch noch ein bisschen Material weggenommen. Also Spülung, mehr Benzin, ist mehr Drehmoment und ist mehr Power am Endgeschwindigkeit, also mehr Drehzahl. Also, Kolben eingebaut, wieder Probe gefahren, ja, Anzug eigentlich gleich, also gut. Aber Endgeschwindigkeit, ja, 65 plus, also
das ist schon richtig gut für eine 70 Kubik weiter in Originalzustand. Ne? Nur Kopf ist optimalisiert. Also, haben wir gedacht, das ist schon etwas drin. Aber ich werde es gleich starten. Könnt ihr hören, es ist Scheißwetter draußen. Also echt, ich gehe nicht Probe fahren außen. Aber das habe ich letzte Woche gemacht. Auch im Regen wieder natürlich. Na, wie gesagt, 66, 67 km/h ist ohne Probleme drin. Mit diesen Kolben, also wie im Set. Ja, aber da habe ich de Kleintuning nochmal angerufen. Und dann habe ich gesagt, Arnold, kannst du vielleicht diese Zylinder nochmal optimieren? Und das hat er gemacht. Also, wollte ich jetzt fragen an euch, wollen wir das nächste Woche mal einbauen? Und dann vielleicht mit einer, sag mal, eine Swing 17er Bing wie diese, baugleich wie diese einbauen? Oder mit einer Delotto 17,5. Ich denke 17,5 wäre okay mit dieser Tuning. Vielleicht geht ein 19er, aber ich will kein Risiko laufen. Also die Wahl ist 17er Swing oder 17,5 Delotto PHBG. Sagt das, schreibt das hier in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an info@pushshop.de. Aber am liebsten natürlich hier in die Kommentare. Dann zeigen wir das im nächsten Video, wie diese Maschine, of diese Zylinder muss ich sagen, wie das läuft mit einer getunte Power One 70 Kubik und Kopf noch ein klein bisschen bearbeitet, dass es etwas mehr durch wird. Wir sind natürlich auch sehr gespannt. Also jetzt 66, 67 km/h und was macht das, wenn wir einen getunte Zylinder eingebaut haben? Ja Jungs, ich denke wir müssen mal starten. Ne? Da könnt ihr euch das hören, wie das klingt. Und das klingt echt teuflisch gut. Und dann erzähle ich noch etwas, weil das muss ich dabei sagen, über diese Gummis hier im Zylinderrippen. Die sind nicht dabei. So ein großer Zylinder sieht natürlich einfach geil aus. Genauso wie Honda und Kreidler. Super. Aber wenn da etwas rasselt im Zylinder oder etwas klingelt, wird das natürlich verstärkt. Also man bekommt mit einem großen Zylinder einfach mehr Lärm. Und das zeige ich eigentlich jetzt. Ich starte mal und dann zeige ich, was die Unterschiede sind zwischen, wenn man einen großen Zylinder hat und einen kleinen Zylinder. Moment. Wie man hört, läuft im Standgas auf und geil. Und jetzt, komm mal hier. Ich nehme mein Mikrofon und dann hört man jetzt rasseln. Und jetzt, hört man das? Das ist also mit einem größeren Zylinder ein bisschen das Nachteil. Na. Diese Gummis, die kann man auch im Kopf stecken, aber wir haben das nur versucht und diese Sets, die kommen in 2-3 Monaten im Shop. Also, wir haben noch nicht genug, auch wenig. Also, da müssen eigentlich 4 drinnen. Eine hier im Zylinderrippen, eine hier und die andere Seite natürlich. Okay, und jetzt mal Gas geben. Na, los geht's! Und wieder ganz nett im Standgas. Gut, man hört auch gleich so einen Unterschied. Warte mal. Gut, sonst dann wird es zu viel Rauch hier. Man hört auch gleich, wenn ich das Gas loslasse, dass so eine Innenrotor PVL etwas länger dauert, bis das wieder ruhig läuft. Das hat natürlich zu machen mit dieser Masse, eigentlich die große vom Polrad. Einfach. Also, das hört man eigentlich nur im Straßenbetrieb, bemerkt man das nicht. Ne? Aber so hier am Tisch, ja, dann hört man das gleich, dass das etwas länger dauert, bis das wieder so im Standgas läuft. Aber gut, Jungs, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben noch, ja, für dieses Jahr, ich habe das auch in meinem letzten Video schon gesagt, wir haben noch so viele Pläne und so viele Tests. Wir machen noch komplette Unsinn-Sendungen, kommen auch noch dazu. Testen wir das also nächste Woche? Vergesst nicht, schreibt das in die Kommentare. Vergesst auch nicht zu abonnieren, Jungs. Wir wollen dieses Jahr echt viel mehr Abonnees haben natürlich. Und
oder schreibe eine E-Mail an info@boxer.de. Drücke den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online kommt. Also, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao.